Hey liebe YouTube-User, ich bin der Mirko. Heute mache ich mein erstes Tutorial mit euch, und zwar über den Palmflip. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir an den Palmflip immer so rangehen, dass wir auch lernen, wie ich den Palmflip lerne. Ich will euch nicht nur erklären, wie der Trick funktioniert, sondern ich will euch zeigen, wie ihr ihn lernt. Als erstes zeige ich euch einfach mal, wie der Palmflip an sich aussieht. So, jetzt habt ihr gesehen, wie mein Palmflip aussieht. Ich bin immer derjenige, der sagt, jeder hat seinen eigenen Stil und seinen eigenen Tricks. Und wie er den da eben halt unterbringt, ist immer seine Sache. Ich mag es, Tricks möglichst locker aussehen zu lassen. Das heißt, ihr habt es ja gerade gesehen, ich bin zum Beispiel, habe den tief abgefangen, so ein bisschen der gechilltere Weg. Man kann natürlich ihn auch super durchbürsten und dann halt aufrecht wieder landen. Das ist jedem selbst überlassen, wie ihr es halt eben schöner findet. Ja, einfach haltet aber euren eigenen Weg. Das Tutorial bleibt aber für jeden das gleiche. Okay, so, was sind also die Schwierigkeiten beim Palmflip? Beim Palmflip haben wir das Problem, wir sind sehr dicht an der Wand, quasi eine Armlänge, und müssen trotzdem einen gesamten Backflip springen. Das heißt, unser Backflip, der sollte sehr gut sein für den Fall. Wenn ich jetzt keinen Backflip kann, indem ich einen engen Takt schaffe, sollte ich mir nochmal gut überlegen, ob ich jetzt an den Palmflip rangehe. Ich bin nicht derjenige, der sagt, man muss erst den Trick können, bevor ihr den Trick lernt und so weiter. In dem Moment würde ich aber schon sagen, es ist definitiv ein großer Vorteil, wenn ihr es schafft, einen guten Backflip mit einem engen Takt zu springen. Klar, warum? Unsere Füße, unsere Beine sind eben relativ dicht an der Wand, wenn wir uns drehen. Wenn ich jetzt offener drehe, drehe ich hier gegen, meine Rotationsgeschwindigkeit wird verringert und ich komme einfach nicht mehr gut rum. Oder ich komme teilweise überhaupt nicht rum. Meistens schafft man es, damit kann ich euch schon mal ein bisschen die Angst nehmen. Selbst wenn ihr vorbeistreift, man kann es trotzdem schaffen, noch auf die Füße zu kommen. Ich werde davon noch Videos noch reinbringen, weil ich habe es ja auch drauf. Um euch einfach zu zeigen, dass wenn man den Trick weiter durchzieht, schafft man es meistens noch rum bis auf die Füße. Ja? Ich unterteile für mich den Palmflip in 3 Bewegungsabläufe. Der erste ist der Anlauf und der Absprung. Die gehen wir auch als erstes ein. So, also ich starte nicht sonderlich weit von der Wand entfernt, weil ich denke, je mehr man anläuft, desto mehr kommt man durcheinander, und für den Trick braucht man jetzt auch nicht definitiv viel Schwung oder ich muss blablabla Anlauf haben, alles unnötig. Ich mache so, ich stelle mich ungefähr hier hin, mache einen Schritt und gehe dann schon in den Ansprung bereit. Das sieht also für mich so aus. Erster Schritt und in den Anlauf rein, in den Absprung rein. Hochspringen, Palmflip. Schnell, so. Absprung. So. Was euch vielleicht aufgefallen ist, ich setze die Füße auf jeden Fall. Ich mache keinen Vorsprung, wie ich das eventuell bei einem Frontflip machen kann, nicht so. Ja, kann man bestimmt auch machen. Mir persönlich gefällt es nicht so, aber wie gesagt, wenn ihr euren eigenen Weg da drin habt, dann macht euren eigenen Weg. Nochmal hier für die Füße und setzen. Springen. Wenn ihr abspringt, kommt in die Position, ihr springt ganz gerade vor der Wand. Die Hände gehen nach vorne, berühren aber erst am höchsten Punkt auch die Wand oder einen Ticken früher. Also, springe ab, dann kommen die Hände erst. Beim Absprung bleibt ihr hier ganz gerade. Ja? Nicht den hier machen, auch nicht den hier. Wenn ihr das macht, dann klappt es am Ende nicht. Der zweite Punkt ist für mich das Abdrücken an der Wand und das Tacken. Also das Drücken und die Drehung. Nochmal hier wichtig, ich drücke am höchsten Punkt ungefähr auf Schulterhöhe. Und hier kriege ich den besten Drehmoment raus. Mit den Händen und mit den Armen gebe ich nur einen Impuls. Der reicht nicht, um euch rumzudrücken. Ja? Ihr müsst also die Beine mitnehmen, um daraus auch den Schwung zu generieren. Wenn ihr nur mit den Armen oder nur mit den Beinen macht, werdet ihr es am Ende nicht schön, wenn überhaupt, nicht schön rumschaffen. Deswegen, wenn ihr das macht, hier hochspringen, feste abdrücken, schneller Takt.
eng und schnell. Der dritte Punkt für mich ist die Landung und das Spotting. Spotting, also ich spotte, ich sehe den Boden, ich sehe meine Landung und orientiere mich daran. Das kann ich während des Flips nicht machen oder nur sehr schwer. Während der Landung ist es aber notwendig, dass ich halt eben kontrolliert auch wieder da aufkomme, wo ich aufkommen will und dann auch die Balance dabei halte. Sprich, ihr habt es ja in meinem Palmflip eben gesehen, ich lande also mit beiden Beinen. Man kann natürlich auch in der Schrittposition landen, wenn man will, ist allerdings, würde ich sagen, ein bisschen fortgeschrittener. Und ich lande halt eben mit angewinkelten Beinen, also in so einer Position, dass ich gut abfedern kann. Das heißt, wenn ich die Drehung gemacht habe, breche ich nicht meine Beine raus und versuche zu stehen, sondern ich bleibe klein und lande hier, federe direkt ab, bin ein bisschen tiefer. Gespottet wird am Boden und zwar am Ende vom Flip, also von dem Backflip. Gehe über den Kopf, komme also hier wieder raus, sehe den Boden und jetzt weiß ich, mache mich für die Landung bereit und federe direkt ab. Ja, das ist also dieser 3 Schritte Palmflip, wie er für mich halt eben abläuft. Kommen wir jetzt halt eben zum Erlernen des Palmflips. Weil ich mag es halt wie gesagt nicht, man hört nicht, wie ein Trick geht und geht dann ran und macht ihn einfach, sondern man muss sich halt irgendwie auch an den Trick rantasten. Zumindest wenn man nicht vorher schon mal irgendwie Vorerfahrungen mit so einem ähnlichen Trick gemacht hat, was eventuell mit durch den Backflip passieren kann. Trotzdem ist es immer noch einfacher, wenn man das dann Schritt für Schritt praktisch weiter lernt. Wichtig ist halt, ja, einfach die Angst zu überwinden, die Angst hier hängen zu bleiben, muss überwunden werden, die Angst, den Kopf hier gegen zu hauen, muss überwunden werden. Habe ich übrigens noch keinen gesehen, der sich den Kopf dagegen gehauen hat. Als ich den Trick das erste Mal gemacht habe, habe ich gedacht, mein Kopf ist da in größter Gefahr. Kopf war nie ein Problem, Füße können mal hängen bleiben, das kann passieren. Aber da müssen wir jetzt halt eben dran arbeiten, dass das eben nicht passiert. Jetzt zeige ich euch den Aufbau von den Matten, wie ich sie mir aufgebaut habe und erkläre euch dann das Spotting. So, das hier war mein Aufbau, wie ich mir es für meinen ersten Palmflip halt eben aufgebaut hatte. Ich habe eine Weichbodenmatte genommen, eine normale Tonbodenmatte. Die Weichbodenmatte, um mich halt eben abzufedern, und die Tonbodenmatte habe ich auf die Weichbodenmatte gelegt, um halt eben noch einen halbwegs ordentlichen Absprung hinzukriegen. Erste Vorübung. Einfach auf den Rücken fallen lassen. Ihr müsst ein Gespür dafür kriegen, den Anlauf mit dem Absprung und mit dem Drücken erstmal wirklich umsetzen zu können und schon mal eine Bewegung Richtung Rücken, also rückwärts auf die Matte, reinzukriegen. Die muss einfach drin sein im Kopf. Da dürft ihr nicht mehr drüber nachdenken, wenn ihr am Ende den Palmflip macht. Zack, rum, zack, ihr wisst, was passiert, okay? Ja, das war die erste Vorübung eben für euch. Die könnt ihr alleine üben, braucht ihr keinen Spotter für. So, wofür ihr jetzt einen Spotter braucht. Und das sollten eure Spotter. Spotter sind übrigens die Leute, die euch die Hilfestellung geben, für diejenigen, denen das Wort nicht bekannt ist. Zu diejenigen, die euch Hilfestellung geben, denen solltet ihr das Video zeigen, damit sie wissen, wie sie sich verhalten sollen. Oder erklärt es ihnen wenigstens genau. Weil wenn die Spotter Blödsinn bauen und ihr baut Blödsinn, dann bauen alle Blödsinn, ihr landet auf dem Kopf, das ist weh, das ist unlustig. Ja, Kacke. So. Die Spotter stehen einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. Also nach Möglichkeit 2 Spotter. Es geht auch einer, 2 sind sicherer, logisch. Die stehen hier. Wir laufen nicht mit als Spotter, sondern der Palmflip-Macher kommt angelaufen, springt hoch und fängt in die Drehung an zu gehen. In dem Moment hauen wir ihm hier mit in den Rücken. Ja, was heißt, wir unterstützen ihn hier am Rücken und geben ihm hier Drehkraft für die Beine. Die Bewegung für den Spotter sieht also so aus. Ja? Die Hand hier unten wird so lange es geht gehalten. Ich habe sie persönlich immer so lange gehalten, wenn ich dabei Hilfestellung gegeben habe, bis der da wieder steht. Der dreht sich also quasi um die Hand einmal rum und landet dann dementsprechend hier irgendwo. Ganz wichtig, dass diese Hand hier
super festgehalten wird. Und dafür ist es eben 2 zu haben, weil einer alleine schafft nun mal, das wiegt einer 70 Kilo, mal so eben in der Armbeuge hier zu halten, nicht möglich. Also 2 können schon mal mehr halten. Benutzt auf jeden Fall so lange Spotter, bis ihr euch wirklich definitiv sicher seid, dass ihr euch das selber zutraut. Ihr könnt natürlich auch von 2 zu einem Spotter übergehen, wenn ihr euch unsicherer werdet. Gut, und wir versuchen immer weniger Hilfestellung. Am Ende kommen die Hände einfach noch weg, dann wird nur noch am Rücken gegeben. Am Ende wird nur noch am Rücken ganz leicht gegeben, tastet euch an sowas ran. So, das hier war dann der dritte Aufbau, den ich für mich gemacht habe. Einfach auf die Weichbodenmatte 2 weitere Matten gelegt. Und jetzt habe ich eine alleine gemacht. Ja, mit Anlauf, springen, zack. Warum wieder hier? Damit ich einfach einen besseren Anlauf habe und nicht bei jedem Schritt immer so einsinke. Man kommt nicht voran, das macht keinen Spaß. Nachdem ich mir dann sicher war mit der Weichbodenmatte, habe ich die einfach weggetan und dann hier eine doppelte Mattenbahn aus normalen Turnhallenmatten zu legen. Kann man ganz gut drauf anlaufen und federt auch noch einigermaßen gut ab. Ich würde schon versuchen, nicht auf dem Kopf zu landen, auf den Dingern, aber wenn mal was daneben geht, kann man das hiermit ganz gut noch ausgleichen. Zum Beispiel ein Overspin oder ein Underspin, knallt ihr halt vorne drauf oder halt eben nach hinten. Ist nicht so tragisch. So, damit wären wir auch schon am Ende vom Palmflip-Tutorial. Vielleicht noch ein paar allgemeine Informationen. Palmflip ist nicht besonders schwer. Es ist halt nur am Anfang diese Überwindung. Ein kleines Beispiel. Ich zum Beispiel habe für den Palmflip, bis ich ihn auf dem Boden gemacht habe, vielleicht 20 Minuten gebraucht, vielleicht eine halbe Stunde, bis ich ihn auf hartem Boden gemacht habe. Und auch bei anderen Leuten ging es so schnell, dass sie zum Beispiel nach so circa 10-15 Minuten schon keine Hilfestellung mehr benötigt haben. Wenn man sich also auf den Trick konzentriert, sich den Trick traut und einen guten Backflip kann, ist er echt schnell erlernbar. Ich zeige euch jetzt einfach noch ein paar Palmflips aus verschiedenen Winkeln, damit ihr es einfach mal von allen Seiten gesehen habt und euch ein schönes Bild daraus machen könnt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Kommentar ab oder wenn ihr Fragen habt, gebt einen Kommentar ab. Liked, shared, abonniert mich. Je nachdem, wie viele Abonnenten ich habe, werde ich auch noch mehr Tutorials machen. Eben auch immer mit dem Hintergrundgedanken, wie lerne ich den Trick und nicht nur, wie geht der Trick. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bleibt sicher, sucht euch auf jeden Fall eine Halle, eine Matte und Spotter, wirklich. Und dann wünsche ich euch nochmal viel Spaß dabei. Danke.